Meine heutigen Gäste waren jahrelang süchtig und haben dadurch alles verloren. Heute klären sie auf über Drogenkonsum, über Therapien und über Rückfälle und sie berichten über ihr neues Leben in Abstinenz. Und ihr Podcast Sucht und Süchtig wird mittlerweile in 106 Ländern gehört. Schönen guten Morgen, Hagen Decker und John Cook. Hallo Julian. Schön, dass Sie da seid. Ich muss dich leider korrigieren, wir müssen es nochmal machen. Wir waren nicht süchtig, wir sind es immer noch. Aber das ist doch perfekt, deswegen müssen wir es nicht nochmal machen. Ach so. Genau darüber müssen wir reden. Ja. Erzähl mir das. Wir müssen immer achtsam sein, dass wir uns die Substanz, dass die uns nie wieder zu nahe kommt, und das wird hoffentlich mit den Jahren leichter. Genau, das ist so ein bisschen die Krux. Es ist quasi einfach ein täglicher Kampf und auch im Prinzip auf ewig. Daher müssen wir uns auch besonders gut schützen oder auch verschiedene Techniken erlernen, um wirklich tagtäglich auch diesen Kampf zu gewinnen. Aber lasst uns mal vorne anfangen. Wie seid ihr denn in diese Sucht gerutscht? Oder wann habt ihr gemerkt, jetzt wird langsam aus Spaß, wird jetzt langsam ernst? Also da gibt's natürlich verschiedene Momente. Also erstmal, bei mir war es so, dass ich habe angefangen, Cannabis zu konsumieren, sehr früh, zum Alter von 14 ungefähr. Und habe da doch auch schon noch in dem ersten Konsumjahr gemerkt, dass das für mich ein täglicher Konsum quasi sein muss. Oder dass ich sehr schwer aufhören kann und wirklich sich schon sehr früh auch mein ganzes Leben eigentlich darum gedreht hat irgendwie. Also es war klar, dass ich habe vor der Schule konsumiert, ich habe in der Schule konsumiert, ich habe nach der Schule konsumiert, und es ging auch quasi täglich oder fast die ganze Zeit schon um den Gedanken, wie kann ich meinen nächsten Konsum sicherstellen. Von daher war das schon bei mir relativ früh quasi eine Krankheitseinsicht, also noch nicht so konkret, wie es dann im Erwachsenenalter wurde, aber es war mir schon sehr früh bewusst, dass da ein großes Problem herrscht. Später mit Kokain war es dann sehr eindeutig bei mir in dem Moment, spätestens als meine Ex-Partnerin zu mir sagte, du John, wenn du noch einmal einen Rückfall hast, dann werde ich mich von dir trennen. Ich habe da in einer gemeinsamen Wohnung gelebt und wir hatten ein schönes Leben eigentlich, also bis auf meinen Konsum, aber wir haben ein Familienleben sozusagen. Und nichtsdestotrotz hatte ich genau diesen Rückfall einen Tag später. Und da alles in so einem Autopilot-Modus. Und da war dann an so einem Punkten ist dann doch sehr klar, dass man in einem Strudel steckt, wo man eigentlich nicht mehr alleine rauskommt. Und obwohl du diese Klarheit hattest, gab es die Konsequenz nicht zu sagen, also du hast eine Therapie gemacht, aber es hat trotzdem nicht... Nee, es hat nicht geklappt. Nee. Und dann gab es halt verschiedene Punkte einfach in meinem Leben, also gerade auch später beim Kokain dann, was zum Beispiel super prägend für mich war dann der Zeitpunkt, wo ich habe mehrere Geschwister und wir haben alle im Elternhaus, haben wir so verschiedene Bilder hängen von uns, Porträtbilder quasi, und irgendwann haben meine Eltern mein Bild dann abgehangen, und das war... Also ich weiß auch noch genau, wie ich in mein Elternhaus kam und das gesehen habe. Es wurde mir jetzt auch nicht gesagt, sondern ich habe das gesehen. Und so Sachen sind dann doch sehr einschneidend, doch sehr emotional. Weißt du noch, was du gefühlt hast in dem Moment? Es war eine sehr, sehr, sehr große Verletzung und sehr große Trauer. Und auch wenn ich daran zurückdenke, dann macht es mich auch sehr traurig, weil es ist gerade wir waren eine sehr intakte Familie, und gerade wenn dieser Bezug zu dieser Familie dann irgendwo auch von außen sozusagen wie ein bisschen gebrochen wird, ist es natürlich, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es hat mir ganz viel Halt genommen. Also es war schon ein krasses Gefühl. Ich weiß allerdings auch noch, als das Bild dann wieder hing. Genau, wollte ich gerade fragen. Und das war dann umso schöner für mich zu merken. Also es war wirklich so, als ob die Sonne wieder ein bisschen aufgeht in diesem familiären Rahmen für mich. Und das hat mir dann sehr viel bedeutet. Und bis heute genieße ich es, dass das Bild da wieder hängt. Wie war es bei dir? Beginn der Substanz. Mir wurde das angeboten mit 25 Jahren in einem Club. Kokain wurde mir angeboten in einem Club. Und das war so ein Moment, ich war eigentlich nicht so experimentierfreudig bis dahin mit Substanzen. Natürlich hatte ich auch in der Schulzeit mal Cannabis konsumiert, wie wir heute sagen. Ich war dann aber in diesem Moment wahrscheinlich betrunken genug, um es auszuprobieren, und dann vielleicht auch neugierig, weil man darüber schon viel gehört hatte, über genau dieses Wort und diese Droge, und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war wie Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen. Also es ist ja immer ganz individuell, ne? Es gibt viele Menschen, die reagieren auf Kokain nicht sofort mit so einer Abhängigkeitserkrankung. Bei mir war das sehr schnell ein Zwang da, es wieder zu besorgen. Denn ich habe mich in diesem Moment zum ersten Mal vollständig gefühlt, da ich durch meine elterliche Prägung, frühe Kindheit, einen Selbstwertmangel in mir trage tief. Das kam auch erst in meiner Therapie jetzt richtig
raus, das war mir gar nicht so klar. Und Kokain hat natürlich genau diesen Mangel behoben. Ja, und wenn so eine starke Funktion direkt am Anfang des Konsums erfüllt wird, war das für mich im Grunde gar nicht denkbar, das jetzt wegzulassen. Also ich habe es einfach nie wieder weggelassen nach diesem Erstkonsum. Das ist natürlich ganz individuell und trifft nicht auf jeden zu. Aber bei mir war es eben genau die falsche Substanz, die ich hätte niemals berühren dürfen. Und so ist sehr schnell eine Abhängigkeit entstanden. Bestimmt bei mir schon nach 12 bis 20 Monaten. Was bedeutet es denn für das eigene Umfeld, suchtkrank zu sein? Ich glaube, es ist ein richtiger Albtraum. Ja. Also es ist so, dass auch, was wir auch schon mehrfach erwähnt haben, dass mit der Abstinenz auch einfach dieses Scham kommt und ich jetzt erst realisiere, was es tatsächlich wirklich bedeutet fürs ganze Umfeld. Und das Umfeld bekommt halt alles ab. Die ganzen Lügen, den ganzen Stress, dieses nächtelange Wachsein auch jetzt, das ist ja auch für die nahestehenden Menschen, jetzt gerade wenn man in einer Beziehung ist, und im gemeinsamen Bett schläft, total schrecklich. Ich glaube wirklich, das ist auch eine wahnsinnige Hilflosigkeit, die da herrscht. Es ist ja doch so, dass gerade bei jahrelangem Konsum und so einer starken Abhängigkeit, wie ich und Hagen sie halt durchlebt haben, dass so viel Sorge mitschwingt und man kann ja gar nichts wirklich tun. Also es ist, es ist richtig bedrückend für mich zu wissen, was ich meinem Umfeld damit angetan habe. Und ich bin auch sehr glücklich, dass die meisten Leute aus meinem Umfeld überhaupt noch zu mir stehen mittlerweile. Natürlich ist es ein langer Weg, jetzt da wieder ein Vertrauen aufzubauen. Aber es ist was uns als Abhängige auch wirklich wahnsinnig belastet im Nachhinein. Das ist, glaube ich, mit der größte Schmerz, der bleibt. Auch gerade wenn da, ja, jetzt wie bei mir auch Nachwuchs involviert ist, ist natürlich einen riesigen Schmerz einfach hinterlässt. Und ich bin total dankbar und kann es auch teilweise nicht verstehen, dass Menschen noch an meiner Seite überhaupt sind. Und wie John richtig sagt, das sind ja dann, also man isoliert sich sowieso schon über all die Jahre. Ja, man geht nicht mehr aus mit seinem Freundeskreis, die hat man ja auch schon belogen, vielleicht auch mal wilde Geschichten erzählt, um Geld zu akquirieren. Weil man muss immer dazu sagen, dass wenn wir sagen, wir haben 15 Jahre konsumiert, bedeutet das ja auch, wir mussten 15 Jahre beschaffen. Geld. Genau, weil das interessiert mich total, denn für alle Menschen, die nicht direkt mit dem Thema zu tun haben, ist es, glaube ich, so abstrakt, sich vorzustellen, wie so ein Tag aussieht. Also ich wache auf und wenn ich überhaupt geschlafen habe, weil ich habe ja wahrscheinlich gestern auch schon konsumiert, und dann muss ich mir Zeitfenster akquirieren, weil ich hatte ja auch eine kleine Familie und habe so ein Doppelleben installiert. Ich musste immer nachts eigentlich, also ich habe immer nachts konsumiert, aber am Tag musste ich mir irgendwie Geld besorgen. Und das ist halt so, dass ich natürlich der Mensch, der noch da war, der noch nicht isoliert war, also meine Partnerin zum Beispiel, dass ich die ja über Jahre konstant täglich angelogen habe. Und deswegen, wie John sagt, Albtraum für diejenigen, mit uns zusammenzuleben. Ich meine, die Menschen haben einen ja mal geliebt und ich habe ja auch geliebt, aber trotzdem war ich nicht imstande, mal zu sagen, ich habe ein Riesenproblem und ich würde gerne das angehen, sondern es war natürlich Streit, bei mir war auch eine riesen Suchtdepression. Ich habe auch man weint ja die ganze Zeit auch, wenn man dann so runterkommt und wieder nüchtern wird. Man schämt sich für alles, was man tut. Und dann, um dem wieder zu entrinnen, konsumiert man ja wieder erneut, wenn man so tief drin ist an der Sucht. Also das ist das mit den Angehörigen. Das ist wirklich die Hölle gewesen, mit mir zusammenzuleben, weil ich eigentlich kein wahres Wort mehr gesagt habe. Das hatten wir auch in einer Folge unseres Podcasts, war mein Bruder auch da. Er hat auch erzählt, und das fand ich total krass, weil ich das lange nicht wusste, dass eine Zeit lang war ich sein Nachbar in einer Nebenwohnung. Da habe ich sehr stark konsumiert und da war es so, dass meine Mutter ihn fast jeden Tag darum gebeten hat, einmal kurz bei mir zu gucken, ob ich noch lebe. Und das ist natürlich, also das ist halt total krass zu wissen, ja, dass die eigene Mutter den Bruder schickt, der dann bei mir klopft irgendwie, weil ich kein Lebenszeichen von mir gebe. Und ich dann da irgendwie völlig verstrahlt die Tür öffne, wahrscheinlich noch in Boxershorts, weil ich die Nacht nicht gepennt habe und irgendwie noch im Bett dann irgendwie morgens da rumgegammelt habe. Und mir vorzustellen, wie sich das anfühlen muss, also ich bin ja nun selber Vater, einfach jeden Tag Sorge ums Leben des eigenen Kindes haben, ist natürlich, also das macht einen tatsächlich jetzt auch im Nachhinein irgendwie wahnsinnig, ja, zu wissen, dass ich das ausgelöst habe, diesen ganzen Schmerz. Und vor allem ich dachte in der Zeit, ich spüre all diesen Schmerz, mir geht's so schlecht. Ja. Und dabei leidet mein Umfeld total. Ja, und das ist gar nicht so einfach, das jetzt auch alles irgendwie damit fertig zu werden im Nachhinein tatsächlich. Aber man muss ja die Verantwortung übernehmen und das tun wir ja auch.
Ist es in der Sucht so, dass man, wenn man diese kurzen, klaren Momente hat, schämt man sich so doll, dass das wieder betäuben kann? Also das ist dieser Teufelskreis? Also Brauchst du Scham? ja, also man schämt sich jetzt, also ich schäme mich eigentlich jeden Tag. Ja. Für die letzten 15 Jahre, speziell für die letzten 6, 7 Jahre, wo es so richtig schlimm war. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, obwohl ich so viel Therapie hatte, wo es natürlich um die Suchterkrankung ging und darum ging, die zu verstehen und jetzt auch clean zu sein. Das ist natürlich an erster Stelle. Natürlich, ich habe ja meine Partnerin beklaut. Ich habe Freunde beklaut, also wirklich beklaut, indem ich an die Brieftasche gehe oder eben wilde Geschichten erzählt. Und zwar die ganze Zeit, um eben Geld zu beschaffen für erneuten Konsum. Und man schämt sich dort auch sehr, nur man hat ja immer ein Ziel und das Ziel ist erneuter Konsum. Und das Ziel ist so, das ist wie das Märchenschloss in einem Märchen, da will ich hin und wenn ich da bin, ist alles gut. Und in diesem Moment der Beschaffung ist immer dieses Ziel des Konsums, dass wenn ich dann konsumiere, ist erstmal alles in Ordnung. Wobei ich aber nach vielen Jahren weiß, dass das vielleicht nur für 10 Sekunden gilt. Weil danach weiß ich ja, oh, in 2 Stunden ist es alle. Dann geht die ganze Reise von vorne los. Und wir reden da auch oft darüber, dass in den ersten Jahren ist das alles noch anders, aber es gibt so einen Turning Point, wo der eigentliche Rausch auch eigentlich überhaupt nicht mehr befriedigend ist, wir aber ihn trotzdem nicht weglassen können. Weil es eben eine Krankheit ist und das ist ja die Krankheit, dass ich es nicht lassen kann. Aber wirkt für uns manchmal unglaublich abstrakt, weil man eigentlich checken müsste als denkender Mensch, das lasse ich jetzt mal sein. Das ist aber unmöglich, alleine. Was ist denn passiert, dass ihr beide gesagt habt, alles klar, dieses Mal gehen wir es richtig an und jetzt gehen wir in Entzug und in Therapie? Bei mir war das tatsächlich so, dass die letzten Jahre wirklich eben auch in meiner Beziehung, in der ich war, es gab dann halt einen Knall nach dem nächsten, ne? Also eine Lüge kam wieder raus oder ich habe auch mich moralisch daneben verhalten. Da sind natürlich viele Dinge passiert, wenn man intoxikiert ist und nicht nüchtern, wo man sich auch wieder schämt, nicht nur um die Beschaffung. Und dann hat sie mich tatsächlich, meine Ex-Partnerin, in die Entgiftung auch begleitet und geprügelt. Also alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Und dann war ich aber sehr erleichtert, dort zu sein und habe tatsächlich, dazu kommen wir gleich, weil John hatte schon mehrere Entgiftungen. Bei mir war es tatsächlich diese eine, nach 15 Jahren Konsum, wo ich gemerkt habe, ich muss wirklich, also ich habe diese Krankheit, habe ich in der Entgiftung gemerkt. Man sitzt dort in einer Gruppe mit 10 anderen Süchtigen. Jeder hat eine andere Substanz als Hauptkonsummittel. Und trotzdem haben wir alle den gleichen Lebenslauf gehabt in den letzten 10 Jahren. Ganz unterschiedliche Geschichten, aber es gibt einfach Parallelitäten, da es ja die gleiche Krankheit ist. Und da habe ich gemerkt, ich habe die Krankheit und das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen für mich, um meine Abstinenzentscheidung zu fällen, dass ich eine Krankheitseinsicht hatte. Die hätte ich wahrscheinlich ohne professionelle Hilfe niemals bekommen. Und wer weiß, ob ich dann jetzt hier noch sitzen würde. Ja. Bei mir war es ganz anders. Also bei mir hat sich das so total gestapelt über die Jahre. Also es fing, glaube ich, so ein bisschen an mit dem, was ich vorhin erzählte, mit diesem Bild bei meinen Eltern, wo das erste Mal mir so richtig klar wurde, dass Dinge wirklich kaputt gehen. Also nicht nur Schullaufbahn oder was auch immer, sondern auch diese wirklich mir sehr, sehr wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich hatte ja schon, ich hatte 20 Entgiftungen leider schon in meinem Leben und mehrere Therapien. Und ich bin dann auch irgendwann wieder eine Therapie, habe eine Kurzzeittherapie gemacht, das wären dann 4 Monate, die allerdings so ein bisschen halbherzig und habe da auch so eine halbgare Beziehung angefangen während dieser Therapie, was aber direkt sofort, als ich rauskam aus der Therapie, wieder zusammenfiel und da bin ich nochmal total abgestürzt und das war so ein Moment, wo ich davor dachte, also ich bin aus der Therapie raus und dachte, okay, jetzt kriege ich meine Sachen halbwegs gebacken. Und ich bin zum Beispiel, weil ich davor immer mal wieder auch kurz bei meinen Eltern habe ich da gewohnt und weil ja alles nicht lief, weil ich so viel konsumiert hatte. Und dann aus dieser Gewissheit, jetzt wird es eigentlich langsam und als ich dann wieder rückfällig wurde und dann wieder zu meinen Eltern musste, da war so ein Moment, wo ich so niedergeschlagen war, einfach weil es ist so ein ewiger Kreislauf und es war so ein Hamsterrad, in dem ich seit so vielen Jahren war. Und da hat es dann irgendwie doch nochmal irgendwie Klick gemacht.
Genau, und da habe ich mich dann nochmal darum gekümmert, um halt nochmal den gleichen Weg nochmal zu gehen. Also habe dann nochmal mich um eine Langzeittherapie gekümmert, ganz kurz im Anschluss an diese Kurzzeittherapie, was eine ganz schöne Überwindung ist, weil man geht jetzt nicht so gerne monatelang in so eine Einrichtung. Ja. Genau, und da sozusagen in dieser Wartezeit, da habe ich dann Hagen kennengelernt. Und das war so ein entscheidender, also da hat es dann irgendwie gereicht bei mir. Ja. In der Therapie stellt man ja ganz oft die Frage, wer war ich, wer bin ich, wer möchte ich sein? In einem Satz, habt ihr das für euch rausgefunden? Naja, sortiert und ehrlich, würde ich fast sagen, als zwei. Also ich habe nicht mehr gelogen, seitdem ich nicht mehr konsumiere. Und das ist ein Riesengefühl, was ich gar nicht beschreiben kann. Das glauben mir natürlich viele Leute nicht. Und das ist nicht einfach, aber es funktioniert. Und bei dir, wer möchtest du sein? Also ich sage immer, ich möchte ein verantwortungsvoller und zuverlässiger Vater, Bruder, Sohn und Partner sein. Und das ist so, also ich möchte all die Rollen, die ich auf dieser Bühne des Lebens bespiele, alles gut. Die möchte ich so ausfüllen, wie ich sie bisher nicht ausfüllen konnte, aufgrund der Substanz. Und ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, es ist für jeden schwierig, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber ich werde mich auf jeden Fall besten Gewissens daran halten, das anzugehen. Ja. Das ist wie so eine Art, man muss sich das vorstellen, wie auch in einem Fantasy-Film, als hätte ein Dämon Besitz von dir ergriffen. Und dieser Dämon möchte natürlich nicht, dass du das Problem einsiehst, denn er möchte weiter ernährt werden von der jeweiligen Substanz. Und deswegen dachte ich 10 Jahre, ich habe kein Problem. Das ist wirklich ein Riesenthema. Dabei geht es, du fährst mit voller Kanne in dein Auto auf die Schlucht zu und da ist keine Brücke. Und du fährst aber und denkst, wenn ich da bin, ist die Brücke schon gebaut. Aber die wird nie da sein und am Ende stürzt man runter. Und ich bin gefallen, sehr tief und bin froh, dass ich noch hier sitze. Und wir versuchen eben, den Menschen vorher das Stoppschild, was da schon steht, sichtbar zu machen, dass man sich eher Hilfe sucht, weil man kann sich viele Jahre ersparen, weil man eher merken kann, dass ein Problem da ist. Daran wollen wir wirklich arbeiten. Hat es auch was für euch ganz persönlich? Ist es ein Korrektiv? Ist es etwas, das, wenn ihr euch in der Öffentlichkeit zeigt, müsst ihr auch weiter an euch arbeiten? Ist das eine Motivation? Absolut. Also es ist eine Motivation und es ist eine wahnsinnige Stütze für uns. Also allein zum Beispiel, was wir an Feedback bekommen. Und also wir kriegen sehr, sehr viele Nachrichten. So viele, dass wir die gar nicht beantworten können alle. Und das ist ja mittlerweile was ganz routiniert. Jeden Tag schaue ich natürlich auf diese Nachrichten und bin da einerseits eine Verpflichtung den Hörern gegenüber oder auch den Zuschauern. Und ziehe aber auch einfach ganz viel Kraft daraus, dass ich eben, weil eine ganz wichtige Message ist ja, du bist nicht allein. Richtig. Und genauso müssen wir ja auch diese Message empfangen. Wir sind nicht allein. Ja. Gut, wir haben uns natürlich gegenseitig und haben uns auch wirklich lieben gelernt und stützen uns da auch ganz toll. Aber einfach von so vielen Menschen zu wissen, dass wir nicht allein sind, dass die nicht alleine sind, ist natürlich ein Weg, den wir einfach zusammengehen. Und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft und auch eine große Motivation, immer weiterzugehen. So. Das ist wirklich eine Kernaussage, du bist nicht allein. Denn wenn ich mich zurückdenke in die Jahre des Konsums, weil wir von Scham geredet haben und so weiter, man hat halt auch immer das Gefühl, bevor halt eine Krankheitseinsicht da ist und dass man sich wirklich mit dem Thema professionell beschäftigt, was bei mir über 10 Jahre waren, denkt man, dass es nur mir so geht. Und das habe ich von vielen anderen Süchtigen auch gehört. Den Gedanken, diesen Prozess hinzubekommen, dass das Teil eines Ganzen ist und dass ich daran arbeiten, es ändern kann und dass ich nicht per se ein schlechter Mensch bin, das versuchen wir zu kommunizieren. Und das merken wir tatsächlich auch in dem Feedback. Ja. Ja, und das macht ihr wunderbar. Sucht und Süchtig ist der Podcast, in 106 Ländern gehört. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch nicht schämt, öffentlich aufzutreten und anderen Menschen damit tatsächlich das Stoppschild hinhaltet. Angehörigen wie Selbstsuchterkrankten. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit mir geteilt habt, mit uns geteilt habt. Sehr gerne. Und Ihnen allen vielen Dank, dass Sie heute Morgen wieder dabei waren. War so gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss. Tschüss.